Ja, mein Name ist Thomas Stein. Ich arbeite bei der Firma Eli Lilly & Company, einem amerikanischen Pharmaunternehmen, und bin dort der Bereichsleiter für IT-Infrastruktur in Europa und Nordamerika. Wie bin ich da hingekommen? Nach dem Abitur war ich 12 Jahre Offizier in der Luftwaffe, habe im Rahmen der Offiziersausbildung Informatik studiert und in der restlichen Zeit mich auch mit den IT-Anwendungen speziell für Radarsysteme und Luftverteidigung beschäftigt, programmiert und Systeme gemanagt. Nach den 12 Jahren habe ich eine neue Herausforderung gesucht auf dem freien Arbeitsmarkt, bin bei Lilly in Gießen damals eingestiegen, wieder in der IT-Infrastruktur über die Stationen, Leiter der IT-Infrastruktur für die Lilly Deutschland, Leiter eines Forschungsstandorts, der IT-Abteilung eines Forschungsstandortes in Hamburg, bis dann zur Beförderung zum IT-Direktor für die Lilly Deutschland, was sich schon mit dem MBA-Studium hier überschnitten hat. Das habe ich angefangen, während ich an dem Forschungsstandort in Hamburg war, weil mir doch ein Stück weit eben die betriebswirtschaftlichen Grundlagen gefehlt haben, auch in dem großen unternehmerischen Kontext. Während des Studiums bin ich dann schon auf die neue Position nach Bad Homburg gewechselt, habe das mit Unterbrechung 10 Jahre gemacht, bis ich dann schließlich in der jetzigen Position der internationalen Position für Infrastruktur angelangt bin. Der große Vorteil des MBA-Studiums war, ich nenne das immer ganz kurz gefasst, das ist Betriebswirtschaft für Führungskräfte. Das war genau der fachliche Aspekt, der mir in meiner vorherigen Ausbildung doch etwas gefehlt hat. Und die IT-Führungspositionen in unserer Firma sind so vernetzt mit den anderen Business-Führungsfunktionen, dass man nicht sagen kann, ich beschränke mich hier auf meine IT, sondern man sitzt eben mit am Tisch. Man will ja auch mit am Tisch sitzen, und wenn am Tisch gesessen wird, da wird weniger über IT oder was anderes geredet als über Marketingpläne, über Business Cases, solche Dinge. Und natürlich kann man sich einiges anlesen, aber wenn man da ein fundiertes Fachwissen hat, erleichtert das doch ungemein auch die aktive Beteiligung an diesen Diskussionen. Ich würde das MBA-Studium der Business School definitiv weiterempfehlen. Es gibt ja viele Programme dieser Art, aber hier kommen die Dinge zusammen. Es ist international, es hat für mich auch genau das richtige Niveau zwischen nicht zu auf 30.000 Fuß Ebene schwebend oder auch zu sehr ins Detail gehend, sondern es vermittelt einen guten Querschnitt, geht an den richtigen Punkten in die Tiefe. Es ist alles in Englisch. Die Dozenten waren aus meiner Sicht hervorragend. Die Zusammenarbeit auch mit der Pfeiffer University, das war super. Und nicht zuletzt der Teilnehmerkreis. Erstens klein, das erlaubt doch ein sehr fokussiertes Arbeiten. Man schließt auch viele Bekanntschaften, hat Networking, was jetzt lange über den MBA hinaus anhält. Und ist halt auch sehr divers. Man kommt eben mit ganz anderen Branchen zusammen, und der Austausch, der dann auch in die Studieninhalte einfließt, also der macht es für mich schon sehr wertvoll.